Kinder lernen Wörter nicht mit langen Listen, sondern mit Spielen. Echt. Heute zeigen wir dir, wie Kinder deutschen Wortschatz schnell und fröhlich lernen. Du bekommst einfache Ideen für zu Hause, im Kindergarten und unterwegs, alles auf A1-Niveau. Und ja, wir geben dir sofort Sätze, Spiele und kleine Tricks. Du kannst sie gleich am Esstisch, im Kinderzimmer oder im Supermarkt nutzen, ohne großes Material. Hey, ich bin Tim und ich freue mich total auf diese Folge. Und zum Üben. Die ganze Lektion steht auf Vocabli. Also, los geht's. Wir starten direkt mit einem Spiel, das Kinder lieben. Genau, ich sehe was du nicht siehst. Das ist super für Farben und Formen. Du brauchst nur deine Augen und ein paar Dinge im Raum, fertig. Lass uns das mal kurz spielen. So wie mit einem Kind. Ich sage, ich sehe was du nicht siehst, und das ist rot. Was sagst du? Ich rate, der Stuhl, nein, der Apfel, und wenn es stimmt, sag ich, juhu, der Apfel ist rot, so hört das Kind das Wort immer wieder, ganz locker. Ja, und man kann leicht wechseln. Wo und das ist rund oder wo und das ist klein. Wichtig ist, langsam sprechen, wiederholen und viel loben. Ein einfaches Super wirkt Wunder. Tipp 2, ganz klassisch, aber kinderfreundlich, kleine Karteikarten. Also, kleine Kärtchen mit einem Bild auf der einen Seite und dem Wort auf der anderen. Male einfach selbst oder nimm Sticker, das macht Spaß. Und mach's kurz. 3 Karten pro Tag sind genug. Zum Beispiel der Ball, die Banane, das Auto. Du zeigst das Bild, das Kind sagt das Wort und ihr dreht die Karte um, ganz spielerisch. Kleiner Trick, eine Belohnungsleiste mit Stickern. Nach 3 richtigen Wörtern kommt ein Sticker. Das ist simpel, aber Kinder lieben das, und du bleibst dran. Jetzt eine Mini-Story, weil die echt wichtig ist. Viele wollen cool klingen und nehmen sofort Jugendsprache. Ein Freund von mir sagte im Kindergarten ständig Alter. Das passte halt gar nicht, die Erzieherin war nicht begeistert. Ja, genau, erstmal einfache, freundliche Wörter üben. Also nicht zu schnell Slang, sondern Wörter wie bitte, danke, ich möchte. Das klingt höflich und klappt überall, zum Beispiel im Laden. Apropos Laden. Lass uns kurz ein Mini-Rollenspiel machen, so richtig A1. Thema: Kaufmannsladen. Ich bin der Verkäufer, ja? Okay, ich bin das Kind. Guten Tag. Ich möchte einen Apfel, bitte, so, ganz klar und höflich. Du bist dran. Guten Tag. Hier ist ein Apfel. Möchtest du noch eine Banane? Das ist eine schöne Wiederholung. Und du sagst? Ja, gerne. Eine Banane, bitte. Wie viel kostet das, so hört das Kind Formeln, die es immer wieder braucht. Das macht 2 Euro. Danke. Und dann, auf Wiedersehen. So einfach, so gut. Kinder können das echt schnell. Kurzer Extra-Tipp, Kinder lieben Sendungen mit Bildern. Die Sendung mit der Maus ist super klar. Schau aber aktiv, also Pause drücken und ein Wort nachsprechen lassen, nicht nur passiv gucken. Ja, und wegen Tablet, da gibt's ja viel Streit, oder? Manche sagen, Tablets sind schlecht, andere sagen, sie sind modern und motivierend. Mein Tipp: kurz und gemeinsam nutzen, mit Gespräch danach. Nicht stundenlang, sondern 10 Minuten und dann reden. Was hast du gesehen? Welches Wort war neu? Bevor wir weitergehen, ein schneller Check, okay? Wie bestellst du höflich im Spielladen, ich einen Apfel, bitte? Weißt du's noch? Genau, ich möchte einen Apfel bitte. Nicht ich will einen Apfel. Ich möchte, klingt eben freundlich, und das ist gut für Kinder zu lernen.
Weiter mit einem Spiel, das Bewegung drin hat. Stell Wörter mit dem Körper dar, das macht mega Spaß. Du sagst, springen, drehen, stehen, sitzen, und das Kind macht es. So bleibt das Wort im Kopf und im Körper. Und du kannst klein kombinieren, spring dreimal, also dreimal. Oder dreh dich langsam. Wichtig, zeigen, lachen, wiederholen. Und wenn was falsch ist, freundlich neu vormachen. Noch ein Problem, das viele haben, direkt übersetzen. Das klappt nicht immer. Zum Beispiel sagen manche, ich habe 10 Jahre alt, weil es in anderen Sprachen so ist. Auf Deutsch heißt es, ich bin 10 Jahre alt. Ja, oder im Restaurant. Ein Lernender wollte Schnitzel mit Kartoffeln und sagte Schnitzelkartoffel. Das klingt lustig, aber man versteht dich dann nicht. Also einfache Muster lernen, mit, und ohne. Damit sind wir bei Wortbausteinen, das ist sehr hilfreich. Zeig Kindern, wie Wörter zusammengehen, Apfel plus Saft ist Apfelsaft. Erdbeer plus Kuchen ist Erdbeerkuchen. So merken Sie gleich 2 Wörter. Lass uns das mal spielen. Ich sage Schule und Tasche. Du sagst Schultasche. Genau so. Und dann Hand plus Schuh, das gibt es nicht. Und das ist auch lustig. Kinder dürfen ruhig falsch raten, dann lacht man kurz und lernt weiter, ohne Druck. Super. Und noch was Schönes. Kleine Alltagsrituale. Beim Anziehen sagst du Socken an, Schuhe an, Jacke an. Beim Aufräumen Auto in die Kiste, Buch ins Regal. So kommt das Wort immer im gleichen Moment. Ich mache gern ein Küchenspiel. Wir schneiden Obst und sagen jeden Schritt. Was ist das? Die Birne. Was machen wir? Wir schneiden. Wie schmeckt die Birne? Süß. Das ist so einfach und so effektiv. Und wenn ihr draußen seid, nimm Fotos mit dem Handy, nur kurz. Mach ein Bild vom Baum, vom Hund, vom Bus. Zu Hause zeigt dir die Bilder und sagt, das ist der Baum. Der Hund ist braun. Der Bus ist groß. Viele fragen nach Dialekt, also Brötchen, Semmel, Weckle. Für Kinder reicht erstmal ein Wort, zum Beispiel Brötchen. Du kannst aber sagen, auch Semmel sagt man, in Bayern zum Beispiel, das ist nett und macht Kinder neugierig. Und Kinder lieben Musik, stimmt's? Nimm eine einfache Melodie und sing Wörter. Apfel, Banane, Traube, Klatschen dazu, fertig. Rhythmus hilft beim Merken, wirklich. Kurz noch ein Fehler, den ich oft sehe, zu schwere Listen ohne Bilder. Kinder sehen dann nur Buchstaben, das ist anstrengend. Besser, ein Bild, ein Wort, ein Satz, und dann ein kleines Spiel. Ich hatte mal eine peinliche Szene mit einem Lernenden, echt. Er wollte cool wirken und sagte überall, läuft bei dir. Bei Erwachsenen war das witzig, aber bei der Lehrerin kam das nicht gut an. Also lieber neutral anfangen und später, wenn man sicher ist, mal ein cooles Wort probieren. Total. Und wenn ein Wort mal nicht klappt, kein Stress. Sag einfach, wie heißt das nochmal, oder kannst du mir helfen? So lernen Kinder auch, wie man höflich nachfragt, das ist wichtig. Lass uns ein zweites Mini-Rollenspiel machen, diesmal Schatzsuche im Zimmer. Ich gebe Hinweise, du bist das Kind. Ready? Los geht's. Der Schatz ist klein und blau, ich sage, ist es der Stift? Nein, ist es das Auto? Ja, das blaue Auto. Und dann, ich habe den Schatz, voll die Freude. Nach so einem Spiel kurz wiederholen. Was war blau? Was war klein? Diese Mini-Fragen sind Gold wert. Sie machen das Wort aktiv im Kopf, nicht nur passiv. Wenn du Karten nutzt,
mische Wortarten, aber leicht. Zum Beispiel, laufen, schnell, der Hund. Dann baust du einen Minisatz. Der Hund läuft schnell, 3 Karten, ein Satz, ein Lächeln. Und vergiss nicht das, warum lernst du das? Ein echtes Ziel hilft. Zum Beispiel, am Samstag bestellen wir selbst im Eiscafé. Dann übt ihr, ich möchte Vanille bitte. Und am Samstag kommt der große Moment. Noch ein Medientipp, aber kurz, wenn ihr eine Folge schaut, macht ein kleines Bingo. Schreibe 3 Wörter auf einen Zettel, Haus, Auto, Hund. Immer wenn ihr das Wort hört, gibt's einen Punkt. So wird Sehen zu aktivem Hören. Und ja, wegen öffentlichem Fernsehen diskutieren Leute viel. Naja. Für uns hier zählt, klare, kinderfreundliche Sprache nutzen, egal aus welcher Quelle. Kurz schauen, dann sprechen. Das ist der Schlüssel. Zum Abschluss noch ein paar schnelle Formeln, die Kinder oft brauchen. Ich heiße, ich bin. Jahre alt, ich komme aus, ich mag. Schreib sie groß auf ein Blatt und häng es an die Tür. Jeden Morgen einmal laut sagen, fertig. Wenn etwas schief geht, lache mit, nicht über das Kind. Humor nimmt die Angst. Dann nochmal langsam, ich bin 10 Jahre alt, und weiter geht's. Okay, Frage an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, welches Spiel hilft deinem Kind am meisten beim Wortschatz? Hast du eine Idee für den Esstisch, das Bad oder den Weg zur Schule? Schreib's gern in die Kommentare, wir sammeln Tipps. Und wie versprochen, wenn du das alles später üben willst. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen ist gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Schau rein, probier die Spiele aus und wir hören uns das nächste Mal.